Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wieder mal mit unserem guten alten Python Discord Bot. Und ja, der funktioniert eigentlich auch schon ganz gut soweit. Wir sehen hier, was der schon alles kann. Er kann sich einloggen und er kann Nachrichten verschicken, beziehungsweise auslesen. Heute wollen wir eben dafür sorgen, dass er auch Nachrichten in Channel reinschreiben kann, so wie wir das auch können. Und nicht nur hier über Print in der Command-Line was ausgibt. Denn das ist ja nur für uns lesbar hier. Also ihr seht ja hier dieses Print. Das ist nur für mich jetzt hier, wo ich den Bot laufen lassen habe. Aber das ist nicht offiziell eine Nachricht in dem Channel. Und das wollen wir ändern. So, wie machen wir das? Nun ja, zunächst einmal hier übrigens auch noch ein kleiner Tipp, wie man damit am besten umgeht. Wenn ihr eine Nachricht lest, dann wollt ihr natürlich nicht, dass das nur oder dass das auch die Nachrichten von eurem Bot sind. Also ihr wollt nicht die Nachrichten von eurem Bot auch lesen. Ja? Dazu macht man ein kleines bisschen, dass man das quasi abfangen kann. Ja? Sagt man hier, okay, wenn der Autor der Nachricht, das soll natürlich ein Punkt sein, wenn der Autor der Nachricht ich bin, also der Bot ist, ja, dann macht gar nichts mit dieser Nachricht. Denn was sonst passiert ist, der Bot liest seine eigenen Nachrichten und reagiert auf seine eigenen Nachrichten und so weiter und so fort. Und das ist nicht so geil, denn da kann man recht schnell in eine Endlosschleife kommen. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr nicht auf die Nachrichten von eurem Bot reagiert, was ihr hiermit quasi angebt. So, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, normalerweise reagiert der Bot nicht auf alle Nachrichten, sondern nur auf ganz spezielle Nachrichten. Und in unserem Fall nehmen wir einfach mal den Bot, der einfach nur ein Grüße ausrichtender Bot ist. Und das heißt, wir sagen hier, wenn die Nachricht starts with hello bot, oder sagen wir einfach mal nur hello, ja? Wenn die Nachricht mit hello anfängt, egal was danach kommt, wobei, nee, wenn hello Hans-Peter oder sowas kommt, dann soll er natürlich nicht reagieren. Also hello Bot, wenn das der Anfang der Nachricht ist, dann soll unser Bot was schicken und das machen wir mit message.channel.send hello 1111. So, was jetzt natürlich, oder vielleicht nicht unbedingt natürlich, aber was hier ein Problem ist, ist diese Nachricht, die braucht ja eine gewisse Zeit, bis sie da ist. Das Problem ist hierbei, der Code wird trotzdem weiter ausgeführt. Sprich, der Bot wartet im Normalfall nicht darauf, dass diese Nachricht auch wirklich geschickt wurde. Und wenn diese On-Message-Methode hier zu Ende ist, dann muss diese Nachricht allerdings geschickt worden sein, sonst wird es einfach abgebrochen. Das heißt, was wir hier brauchen, ist ein sogenanntes, oder ist das Await-Kommentar oder der Await-Befehl, ja. Damit warten wir, bis diese Nachricht wirklich geschickt ist und dann erst wird der Code fertig ausgeführt. Und ja, das ist dann schon mal sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir haben hier zwei Sachen, die wir eigentlich immer brauchen. Wenn wir was schicken, dann brauchen wir immer ein Await. Wenn wir was lesen, beziehungsweise wenn wir eine Funktion aufrufen, brauchen wir immer dieses Async. Und wir brauchen hier gleichzeitig noch, damit wir nicht auf unsere eigenen Nachrichten reagieren, das Ding hier. Ja, wunderbar. Wenn wir das Ding jetzt starten, also unseren Bot, dann loggt er sich erstmal ein. Das dauert immer ein bisschen. Bebop. Und wir gehen mal wieder in unseren Channel rein und schreiben einfach mal wieder den Kackhaufen-Smiley. Ja, ihr seht, es passiert rein gar nichts. Warum passiert rein gar nichts? Naja, weil der Bot nicht auf den Kackhaufen-Smiley reagiert, sondern nur auf Hello Bot. Und wir sehen, Hello 1111 ist die Antwort von unserem Tutorial-Bot. Übrigens wird euch auch immer angezeigt, wenn was ein Bot ist. Das heißt, man kann sich nicht einfach so als User ausgeben und dann, naja, hat man eigentlich einen Bot als Gegenüber. Das geht nicht. Aber ja, so funktioniert im Endeffekt das Nachrichten schicken und ich glaube, das ist auch eigentlich schon genug für heute. Wir machen das nächste Mal weiter mit ein bisschen was komplizierterem. Wir fangen, wie gesagt, langsam an und tasten uns dann auch langsam immer weiter. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.